und herzlich willkommen zur 247. Episode von rePlay Skyrim. Wir stehen hier noch bei Ingrid. Ja. Dann wollen wir mal Richtung Dawnstar. Und da drüben ist etwas, das ist ein Schiff. Ja, Schiff. Irgendwie komme ich da runter. Und haben wir hier das wunderschöne Lightning-Geschoss. Ah, ich liebe Skyrim manchmal. Also, da sieht man, dass er irgendwie versucht, das Lot, irgendwas läuft hier falsch. Okay. Gucken wir uns das nicht weiter an, sondern gucken erstmal, also hier haben wir wieder einen Vogel. Und hier ist dann ein Cheats. Hier unten sitzt jemand. Und hier ist ein Schiff. Ich würde sagen, das ist leicht kaputt, die Hehlerstory. Also nur leicht. Ja. Und du bist so schlau? Also du bist auf jeden Fall mir nicht weit mitgesinnt. Jetzt mal gut. Und versuchen in das Schiff rein. Ich meine, gut, durch den, aber wirklich. Arzt. Der hat hier eine. Ja, ich guck mal gerade. Und das ist nicht gut. Halt nicht. Und weiter runter können wir gerade nicht. Oh Gott, das ist scheußlich. Was ist denn jetzt mit meiner... Grafik schon wieder los? So, dann gucken wir hier raus. Weil sonst kopieren wir. Ich weiß nicht, was er hier für ein Problem gerade hat. Wir gehen jetzt nach oben. Aber irgendwas hat Skyrim gerade mit meiner Position da dann ein Problem. Das ist nicht gut. Wir sehen ja, dass das irgendwie nicht so will, wie wir wollen. Gott, Skyrim, was ist dein Problem gerade? Da muss ich nochmal was gucken. Also irgendwas am Grafik- und Soundsystem sagt er gerade heftig. Alter! Das tut dir in den Ohren weh. Dann haben wir hier eine Goldwein, die nehmen wir mal mit. So, dann haben wir das fertig. Also irgendwas ist mit dem Meer momentan nicht in Ordnung. Ah, Skyrim, wie es leiten wird. Aber hier irgendwie runter. Nein, runterschubsen lassen muss ich auch nicht. Und es regt mich ein bisschen auf, dass das jetzt hier so ein...
Mit jedem Schritt, den ich mache, ist das Ding quasi am Neuladen und kriegt nichts hin. Was ist denn das? Okay. Ich meine, das nervt hier überhaupt nicht. Gucken wir mal, ob da jemand zu Hause ist. Scheint nicht so. Da oben ist ein Turm, aber hier unten ist etwas, was man verkaufen könnte, glaube ich. So. Warte. Die Musik gefällt mir nicht wieder. So. Ah, hier ist er. Ich meine, ist interessant, dass die da so eine Musik machen. Hier ist dann, glaube ich, Dawnstar. Sieht danach aus. Ja. Oh, fuck. Wo ist er? Ich sehe ihn gar nicht. Wow, ich bin... Ah, da. Er ist auf jeden Fall weit weg. Ach du Scheiße. Das stimmt jetzt eigentlich wieder. Komm hin. So, voilà. Okay, machen wir einen epischen Kill. Neben dem Vieh. Okay. So, das heißt, wir haben den Drachen wieder getötet. Irgendeine Mund klappt sich einfach, okay. Wir haben viel Arrow. Wir haben Zeug, was wir aus dem rausholen. Daniel, komm mal. Du bist von mir. Drachenfrau. Ja. So, gucken wir uns das hier hinten jetzt wirklich mal an. Okay. Was macht diese... Rotköpfe? Ach, das ist... Ah, das hätten wir gleich nicht machen sollen.
Die hat einen Namen. Das hätten wir vielleicht nicht machen sollen. Looking to hire a boat? Nee, All warum right nicht? then. Jetzt kann ich verstehen, warum uns hier vielleicht jemand angreifen würde. Your ancestors wouldn't want this, Silas. Why should I hide from it? This is my family's legacy. It's the past. Dead oaths on dead lips. Let it stay there. The museum is opening, Medina. And here comes my first visitor. The Museum of the Mythic Dawn is open, friend. Yes, my collection of artifacts from a group that toppled an empire. Why don't you come in? You can browse the displays and we can talk. I have a job you look perfect for. Sounds good. Let's talk inside. Okay. Feel free to look around. Come talk to me when you're ready to discuss. The tapestries hung here and outside were found in hideouts, where members of the Mythic Dawn would meet and plot. The cult's greatest accomplishment was the assassination of the Septim Dynasty and the opening of the Oblivion Gates. Ja. Those robes were worn during the Mythic Dawn's secret meetings, where they plotted to bring the Daedra Mehrunes Dagon into Tamriel. Each bolt of yarn used to make the robe was colored with a dye, made from sacrificial blood. Ja. That burned paper is all that remains of the fabled Mysterium Xarxes, the blasphemous book written by Mehrunes Dagon himself. It's said that Mankar Cameron used the book to open a portal to a paradise, where all his followers would live forever. Okay. The commentaries on the Mysterium Xarxes were written by the Mythic Dawn cult leader, Mankar Cameron. He promised a paradise awaited his followers when they died, that they would be reborn by Mehrunes Dagon's side. Okay. Did you have any questions about the museum? Or would you rather talk business? A little history first. After the Oblivion Crisis, a number of groups cropped up dedicated to wiping out the remnants of the Mythic Dawn. One of these groups found Mehrunes' razor, the artifact of Dagon. They split it into 3 fragments and pledged to keep them apart forever. That was almost 150 years ago, and the pieces are still being kept by the descendants of that group, and they're right here, in Skyrim. At least 2 of the owners, Gonzol and Draskua, are dangerous marauders, and the 3rd owner, Jorgen, I only know he lives in Morthal. Here are my notes about them. I'll gladly pay you for getting the pieces any way you can. No questions asked. Einfach eine Nebenquest, die wir nicht machen müssen. It's no secret that my family were once members of the Mythic Dawn. One of my forefathers was even chosen to assassinate Uriel Septim himself. We hid from our past for years, became tradesmen, people of coin and influence. But I realized that the Mythic Dawn's importance, our importance, to history cannot be denied. I'll see everyone in Tamriel remember that for a moment, we held the fate of the world in our hands, for good or ill. Ja. Good luck finding the fragments. So, Mädels. Dann haben wir... ja. Wir wollten... Moment. Wir müssen das Journal laden. Ansonsten müssen wir taking care of business. Move on.
Das müssen wir noch machen. Ich meine, wir sind da einfach weggerannt. Ähm. Gucken wir mal, wo das jetzt ist. Ich meine, es ist mitten in der Nacht. Okay. Das schaut doch nach Mobile. Will ich mal behaupten. Ja. Haben wir einen guten Gartner hier hinterher. Und Glück. Wir haben eine Kneipe. Benutzen wir gerade mal. So. Du stehst leicht neben dem, wo du stehen sollst, glaube ich. Ist man das gut? Ja, Mädels, bin man auch nicht dabei. Ja, dann ist hier unten gerade niemand. Ich muss gucken, dass wir irgendwo hochkommen. Da geht's, glaube ich, raus. Und dass wir irgendwie anders noch hinkommen. Also, das hier ist Cleaners Haus. Das ist Bargain Cook. Das hier scheint einfach nur eine... Ach, das ist der Eingang oben. Zum Trader. Ja. Hier waren wir ja schon. Gucken wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir Emilia und Vinius Haus. Dann haben wir hier eine Truhe, also eine Zinke. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwie lang kommen. Haben wir hier die nächste Schmelze. Divine's sakes, Skull. Who do you think we're threatening with our old war wounds? We're not soldiers anymore. Your man Horik is wearing his old Legion armor. What should I make of that? He's proud of his service, Skald. The Legion taught us loyalty, and we're loyal to Dawnstar. This isn't over. I catch you sending one letter to General Tullius. I'll have you both executed. You never talk much about yourself, do you, Horik? I swear, these past 30 years you've been at my side, and I think I barely know you. What's to say? I was born on a farm, joined the Legion when I came of age, and I've served you ever since. What about your family? There must have been someone waiting for you back at the farm, wondering if you were ever coming home. No, can't say there was. My parents died when I was young. You and the Legion have been my only family since. I see. You're a good soldier, Horik. I'm sorry for intruding. You weren't. There's just not much to it. Okay. Random bits and pieces. Wir gehen to Whitehall. Gut. Das ist die Jahl-Halle. Haben wir hier. Und hier im Blutgleis. Okay. Ich suche gerade irgendwie meinen Inn. Wahrscheinlich das letzte Gebäude, was ich hier jetzt habe. Die... Ja. Den Peak Inn. Rein da.
has to be. I've got to get out of this town. Irgnir, get a hold of yourself. They're just dreams. Please tell her, Erander. Listen to your friend, Fuki. They are just dreams, my dear. I assure you that it is quite normal. It's the same dream over and over again. You think that's normal? It's evil, I tell you. Erander, she has a point. You keep telling us no harm will follow these dreams, but they must be an omen. Give him a chance to speak. He's trying to help us. Everyone, please. I'm doing what I can to end these nightmares. In the meantime, all I ask is you remain strong and put your trust in Lady Mara. I will. Thank you. Come on in. Just stoke the fire. Take a seat and get the coal down. I work in the mine I envy just you, like travelers. everyone else. Dreams aren't affecting anyone not from here. Okay. Used to be twice as many miners working here before all this trouble started. Ah. The Wind Peak Inn features the finest bard in all of Dawnstar. Me. Ja. These dreams are real, I tell you. Real! Okay. Wo ist unser... Da hinten, da hinten. Gott, dieser Inn ist leicht overcrowded. What troubles you, my daughter? The entire town is being plagued by horrible nightmares. They're in serious danger, but I'm afraid there's little I can do about it. These dreams are manifestations created by the Daedric Lord, Vermina. She has an awful hunger for our memories. In return, she leaves behind nightmares. Not unlike a cough marks a serious illness. I must end her terrible influence over these people before the damage becomes permanent. So what's your plan? I need to return to the source of the problem, to Nightcaller Temple. Perhaps you'd be willing to assist me in that regard. I've already said too much. If anyone overhears what we're saying, it could start a panic. I would simply ask that you trust me and help me end Dawnstar's nightmares. Wonderful. My Lady Mara will be quite pleased. Nightcaller Temple is only a short walk from Dawnstar. Come, we must hurry. Vermina resides in a strange realm known as Quagmire, a nightmarish land where reality shifts upon itself in seemingly impossible ways. From her citadel at the center, she reaches forth to collect our memories, leaving nothing in return apart from visions of horror and despair. Who can say? Perhaps she collects them for display like works of art in a nonsensical art gallery. Whatever the case may be, her intentions are far from benevolent. Okay. I promise to answer all of your questions. Follow me. It'll do you good. Maybe you could visit Ergnir or Fruki on your way out. I've seen them looking at you when they come in for drinks. Ich denke, wir folgen dem. Upset about the service. Oh, never mind. Wir folgen dem. Dragons breathing fire in the sky? So, Vampires brazenly aber attacking people on the erst street? beim nächsten It's Mal. the end of the world, I tell you. Bis dahin.